Wir hätten das Video auch nennen können, Angriff der Killerschnecken auf dem Wohnmobilstellplatz. Also das haben wir noch nie erlebt. Eingegriffen und vertrieben, vollgeschleimt. Also das ist Wahnsinn. Die kommen hier aus ihren Löchern. Ich versuche gerade ein paar wegzuwursteln. Da. Ui. Oh. Ja, Die haben ja nur begrenzte Zeit. Ne? Wenn die Sonne kommt, dann ist ja hier Schicht im Schacht. Dürrezeit angesagt. Ne? Ja, die Für es die nicht Schnecken. schaffen, vertrocknen. Mhm. Genau. Und die Kollegen, Kommen dann? die fressen die dann auf. Ja. Gut, räumen auf. Räumen auf. Moin und hallo. Moin. Willkommen auf dem Wohnmobilstellplatz Mars Camp bei Skerbeck, kurz vor Römme. Den haben wir jetzt mal 3 Tage unter die Lupe genommen. Waren schon einmal hier und das hat uns sehr gut gefallen. Wir haben keinen Platz auf Oasen bekommen. Wir wollten unbedingt dieses wunderschöne Wetter genießen. Waren am Vorsicht, Strand. Vorsicht, die fressen dich gleich auf, Nora. Ja, alles gut. Hatten gestern um die 30 Grad Weiher. Ja. Wir haben uns am Strand erholt. Heute Morgen hat es ein bisschen geregnet und jetzt sind sie da, die Schnecken. Die Schnecken. Nein, sie vertreiben uns nicht. Das ist so. Das gehört dazu. Es ist viel grün, sehr grün hier. Mars Camp, also das gefällt uns. Und was braucht ein Camper? 3 Dinge. 3 Dinge braucht er. Ruhe, Ruhe und Ruhe. Und das hat man hier. Ne? Wir hatten das. Aber Der 100%ig. Platz war noch nicht mal viertel belegt, würde ich sagen. Ja, Also gestern richtig Abend. Ne? Leer. Die ersten sind ja schon wieder weg, Nora. Ja. Die wollen ja an den Strand. Auf Römel drängeln sich die Wohnmobile und wir haben hier Platz. Also es ist wirklich Ja, und die herrlich. Schnecken auch. Ja. Man freut sich ja immer über Besuch, ne? Guten Morgen, Ilse. Ja, eine haben wir vorhin gerettet, eine ganz dicke, die hat sogar schon geschafft, hier den Reifen hochzukriechen. Ja. So, ich gehe jetzt mal rein. Wir fahren heute weiter. Es soll windig werden. So, mein Stöckchen kann ich auch entsorgen. Fenster muss ich noch zumachen, entsorgen müssen wir. Und ich erzähle mal schon mal ein bisschen was über den Stellplatz. Keile müssen wir auch noch. Saugen mache ich nachher. Wird ja wieder alles dreckig. Und, ne, wenn wir auch zur Fähr- und Entsorgung fahren. Es gibt Standardplätze ohne Seeblick, mit Seeblick. Dann gibt es Stellplätze mit Terrasse, einer Holzterrasse, extra für euch, ohne Seeblick und mit Seeblick. Preise erzählen wir wie immer später. Wir haben ja so 3 Tage hier so ein bisschen beobachtet. Unheimlich gut für Hundebesitzer. Ja, Also das ja. haben wir festgestellt. Hier Es gibt es auf dem Gelände einen Hundewald. Genau, extra für euch. Also richtig gut im Grünen, sehr viel Grün. Hier haben wir auch einen Wall, wir stehen an einem Wall. Also wenn jetzt zum Beispiel die Westwinde hier toben, steht man hier sogar sehr geschützt, würde ich sagen. Ja. Wenn es hier am Camper langweilig wird, ne, der kann sein Wohnmobil waschen. Vorne bei der Fähr- und Entsorgung. Habe ich schon gesehen, Nora. Ja, ich auch. Na, fahren wir ja gleich hin. Können wir ja dann zeigen. Es verteilt sich sehr hier auf dem Platz. Also es gibt überall auch Ecken. Ja. Ihr steht nicht alle auf einem Haufen. Ihr könnt euch aussuchen. Hier nebenan stehen, am Teich, wie gesagt. Dann hinten, dann ist, wie würde ich das sagen, über Brücken könnt ihr das Gewässer überqueren. Also dieser sogenannte Seeblick. Die Dann Stell- kann man, ja, Die Stellplätze orientieren sich an den kleinen Teichen, die hier sind. genau. Und sind dann so längs der Teiche angeordnet. Ja. Und da gibt es verschiedene Wege. Es gibt nicht nur einen Weg, es sind alles Sackgassen, es ist kein Kreisverkehr. Ja. Und wenn du dich einbuchst, buchst du ja schon einen Platz mit. Ja. Das heißt, das ist hier sehr ruhig, auch wenn die Fahrzeuge hier über den Platz fahren, die Wohnmobile. Ne? Waschhäuser. Es gibt ein Waschhaus. Das finde ich ein bisschen wenig. Also die Duschen sind sehr sauber. Die Duschen sind ausgestattet, auch, wie gesagt, mit Dusche und einer Toilette, aber sehr groß. Also Ja. ihr habt da viel,
viel Platz in der Dusche. Waschmaschinen und Trocknerraum gibt es. Leider nur 2 Waschmaschinen und 2 Trockner. Das sind die normalen Haushaltsmaschinen. Ja, die werden in der Saison natürlich stark ausgelastet. Ja, Ne? da kritisiere ich immer so ein bisschen, also wenn man zu wenig Maschinen hat und sie brauchen ja auch lange und auch diese normalen Haushaltswäschetrockner brauchen sehr lange, da fände ich solche Industriemaschinen, die schneller gehen, schon besser. Dass also, wenn hier mehrere Camper sind, die waschen wollen, nicht so lange warten müssen. Das kritisiere ich immer so ein bisschen. Und wer es in seinem Wohnmobil nicht mehr aushält, der kann ja auch Glamping machen. Ne? Hier gibt es so Ja. eine Zelt-Area Ja. mit Grill und allem Möglichen dabei. Kannst du dich einmieten. Ja, genau. Habe ich gestern beobachtet in dem Einzelt. 3 junge Mädels, die hatten Spaßparty gemacht. Herrlich. Finde ich gut, sowas auch anzubieten auf dem Platz. Es ist sehr unterschiedlich, das Publikum. Also Ja. hier ein bisschen Parkplätze weiter. Wir hatten hier um uns herum unheimlich viel Freiraum, weil eben keiner kommt. Ja. Viele denken Außer wahrscheinlich, außer Schnecken, viele denken wahrscheinlich, der Weg ist zu weit bis nach Röme zu den schönen Stränden, Sonderstrand und Lacolle. Du bist ja hier noch vor dem Damm, der rüber nach Römö geht. Wie lange fährst du von hier bis nach Lakolk auf den Strand? Skerbeck ist nicht weit. Mit dem Fahrrad zum Ja. Beispiel, da gibt es Supermärkte. Da gibt es den Superbruxen und Rema 1000. Also Superbruxen seid ihr in 5 Minuten mit dem Fahrrad. Zu Fuß dauert es ein bisschen länger, 25 Minuten. Lakolk. Lakolk. Ja, haben wir doch. Also mit dem Auto, sagt er, 15 Minuten, na gut. Ja. Zu Fuß 3 Stunden und 40 Minuten und mit dem Fahrrad 52 Minuten. Herrlich. Das habe ich hier übrigens auch beobachtet. Also das ist ja immer ganz gut, wenn man sich erstmal Zeit lässt, bevor wir einen Stellplatz vorstellen. Viele Camper, die hierher kommen, die kennen das. Es sind weite Wege, unter anderem auch zur Fähr- und Entsorgung. Toilette könnt ihr nur an der Fähr- und Entsorgung entsorgen. Die Toiletten. Da gibt es also bei den Waschhäusern, haben wir jedenfalls nichts gesehen. Viele sind mit ihren E-Scootern. Kleine E-Scooter, mittlere E-Scooter, große E-Scooter. Und das ging den ganzen Tag immer hier hin und da und zum Waschhaus, zur Fähr- und Entsorgung oder mit dem Fahrrad. Es ist sehr weitläufig. Ja, auf jeden Fall. Und sehr, sehr grün. Ja, das hat uns gut gefallen und wir hatten Ruhe. So, Fenster jetzt, ne? Zumachen. Habe ich irgendwas vergessen zu erzählen? Habe ich irgendwas vergessen? Naja, das Wahrzeichen halt, ne? Das Da Wahrzeichen. fahren wir jetzt hin, da fahren wir jetzt hin. Ja, es gibt eine Rezeption, eine Restauration. Da könnt ihr sogar euch das Essen holen, habe ich gelesen, in den Bus. Also ihr müsst euch nicht da unbedingt reinsetzen. Um meinen Satz noch zu Ende zu bringen. Ja, mach. Das Wahrzeichen vom Mask Camp ist ja der Mask Tower. Und den siehst du ja hier schon kilometerweit in der Landschaft stehen. Ja, genau. Also den Stellplatz, die Camp Area, das findest du auf jeden Fall hier. Ja, Orientier dich einfach am Tower. ja. Wir fahren ja noch nach vorne. Wir zeigen euch da noch kurz, was man hier so machen kann. Ups. Jetzt machen wir erstmal Fenster zu. Sonne kommt. Es ist immer noch warm. Aber gestern war der Hammer. Das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dann hat es heute Morgen geregnet und alles ist klamm. Kennt ihr das? Ich mag das ja immer nicht. Ne? Alles, jede Wäsche, Handtücher, alles ist feucht. Du bist da am Verdunkeln hinten, ne? Wegen der Sonne, die heute noch kommt. Ja, mach ich. So, das habe ich. Oh, ich liebe diese Rollos. So, hier habe ich zu. So, was fehlt noch? Bad. Habe ich da? Da muss ich auch noch. Bad. Ja, das sind immer so die Dinge, ne? Die man machen muss. Zack. Das habe ich auch. Das machen wir nicht. Das haben wir festgestellt, wenn wir dazu machen beim Max Van. Während der Fahrt kann das mal aufspringen. Ping! Ja, nicht nur das, das knittert raus, dieser Ja. Verdunklungsschutz da. Ja. Ne? Ja, Die Verdunklung. das ist so ein bisschen. Labberig. Ja. Genau. So. Da fehlt noch. Hier habe ich. Okay. Da was müssen wir noch machen von den Keilen?
Von den Keilen Sitze umdrehen. Genau. Sitze umdrehen, von den Keilen wegpacken. Ja, saugen mache ich heute Mittag. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hinfahren. Zur Fern- und Endzug. Kann man jetzt ablassen. Wasser brauchen wir nicht. Oh. Ne, durch das Umdrehen muss man ja immer neu einstellen. Fertig. Bis dahin geht es jetzt auch mal ohne Brille. So, alles klar. Aufgepumpt haben wir. Und jetzt muss ich gucken, hier sind immer Lampen. Oder was das sind so. Ja, klar, das sind Lampen. Schon vorbei. Ja, Ja. schon vorbei. Mhm. Ja, schon vorbei. So. Fern- und Entsorgung und Autowaschmöglichkeit. So, und da vorne, das sind die Glamping-Zelte. Ich finde die herrlich. Und wird ganz gut genutzt, muss ich sagen. Da waren jetzt, oh, jetzt ist da jemand. Müssen wir ein bisschen warten. Macht nichts. Nicht mal ein bisschen warten. Auch gut. Sieht man schon den Mask Tower? Ich finde das toll, ne? Stahlkonstruktion. Ja. Ich finde die Zufahrt hier schon cool. Ja. Ja. Viel Platz. Lass ihn raus. Ja, ja. Und nicht so ein Gedrängel an der Entsorgungsstation. Guck, es gibt ja zwei. Es gibt zwei. Ja, du kannst jetzt hinten einmal um ihn rumfahren. Genau. Und das hier, da kannst du Auto waschen. Ja. Hier kannst du auch. Und Fahrrad reparieren. Da ist so eine Fahrradhilfsstation. Hier, gucke. Stimmt. Da. Da. Mach mal auf. Fenster sind dreckig. Guck, und da kannst du dein Fahrrad aufpumpen, flicken. Da ist so ein bisschen Werkzeug und Kram, was du fürs Fahrrad gebrauchen kannst. Und da vorne hast du die Wassersäule, Wasseranschluss. Alles hier auf dem Platz, das geht mit deiner Karte, mit deiner Platzkarte. Da ist ein Guthaben, das du drauf buchst. Und damit geidert, ne? Ja. Du machst erstmal Stopp. Bevor Ja. wir hier. So würde ich sagen, ne? Karte habe ich schon. Alles klar. So, wir können auschecken, Nora. Ja, Schrankensystem. Einmal Karte ranhalten beim Drauffahren und Karte dranhalten beim Rausfahren. Was mir gefällt, sind die redgedeckten Gebäude, Bertel. Das finde ich schön. Passt sich der Landschaft an und dann dieser Turm dazu. Oh, herrlich. Na, die Dänen, die haben Geschmack, ne? Ja. So. Auschecken müssen wir dann hier. So, jetzt muss ich hier mit dem Busch aufpassen. Da bin ich gestern ein bisschen. Alles klar. Alles klar, wenn ich da dran komme. So, Vorsicht, Rückspiegel. Wunderbar. Aus Norwegen, Finnland. Finnland. Oh, schön, ne? Ich stelle mich ganz nach vorne. Ja, Ach ja, habe ich gar nicht gesagt. Wo ich hier auf Kies fahre jetzt, hier vorne, ne? Der Platz ist asphaltiert und die Stellplätze sind alle etwas schief. Also Keile wären ganz gut. ja, die haben die schief gemacht, dass das Wasser abfließen Ja. kann, ne? Genau. Oder mit Gefälle, so heißt es Ja, ja. mit Gefälle. Mask heißt Sumpf. Ne? Und so war das auch gestern Abend hier. Gewitterluft, total warm. Und da kamen die Bremsen. Ich konnte mich gar nicht wehren. 5 Stiche habe ich abgekriegt. Ich habe keinen. Dann ist dein Deo besser. Ja. So, jetzt gehen wir auschecken.
wieder mit Karte. Ja. Und da ist ja ein Guthaben drauf, ein Verbrauchsguthaben. Und das buchst du dir dann zurück auf deine Kreditkarte. Ne? Ja. Und schauen wir mal. Ja. Alles klar. Steinchen. Steinchen im Schuh. Jetzt wird's mir warm. Das geht ruckzuck, du. Ja. So. So, hier könnt ihr auschecken. Ach so, warte mal, guck mal die Karte vom Mask Tower. Ja. Wo haben wir denn gestanden? Du, Wir waren hier. hier unten. Da haben wir gestanden. Das sind die Glamping-Area, Glamping-Zelte. Ja, Und wir sind ja hier vorne jetzt irgendwo. ja. Ja. Und da einmal um Und den... da geht's überall hast du Ecken und Nischen und alles sind Sackgassen. Ja, Ja? genau. Also da hast du keinen Kreisverkehr. Genau. Und der Hundewald ist hier hinten. Ja, das. Bei der 88. Ja, da. die schreiben eigentlich da oben, Nora. Aber da du oben. gehst hier durch Ah, und dann kannst du mit dem Hund hier rumlaufen um den See. Und das ist Sanitärgebäude, die 17. Aber steht da ja auch alles. genau. So, das ist so typisch wie in Dänemark üblich, ein Automat mit verschiedenen Sprachen auch. Und dann machen wir Deutsch, Abreise melden. Jetzt musst du die Karte da einstecken. Ja, Sind Sie sicher Stecker von? ja. So. Ja, wir haben ja nichts mehr gemacht. Wir haben jetzt noch ein Guthaben. Ach so, duschen waren wir noch. Ach ja, die Karte hat 10 dänische Kronen Pfand. Ja. Die holst du ja auf jeden Fall noch. Und dann hatten wir noch von der Verbrauchsmenge, hatten wir auch noch 30 Kronen Gutschrift. Und das wird dir dann zurückgebucht. Ja, die Karte habe ich eingesteckt. Das wird dir dann auf deine Kreditkarte zurückgebucht. Ja, wir hatten noch mal aufladen müssen, die Karte, weil wir des Öfteren geduscht haben. Es war sehr warm. Ja, weil ich es gerade auf der Abrechnung sehe, das finde ich ja auch immer sehr wichtig. Die haben hier ein super WLAN. Echt super. Über den ganzen Platz abdeckend. Echt klasse. Und was kann ich noch erzählen? Das ist der Hammer. Die haben 25% Mehrwertsteuer in Dänemark. 25%. Ja. So, jetzt wollte ich auf jeden Fall noch mal zum Tower, Mars Genau. Tower. Ne? Das ist ja das Wahrzeichen hier vom Camp. Gehen wir mal. Hier gibt es super Softeis, richtig gut. Haben wir natürlich ordentlich getestet. Fest. Es zerläuft auch nicht so schnell. Also es ist richtig cremig. Aber Wunderbar. erst ab 12 Uhr, Nora. Ab 12, genau. Wunderschön angelegt, finde ich. Ne? Da geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Ja. Hier, Und so ein großes Gebiet, Nora. ja, genau. Es gibt hier ja auch noch ein Hotel. Und es gibt hier auch ein Restaurant. Ja. Und ihr könnt einmal von vorne und von hinten zur Rezeption bei Fragen oder wenn ihr etwas verändern wollt. Wir haben zum Beispiel den Platz getauscht. Ja. Wir haben gebucht. Wir kannten uns ja nicht richtig aus, sind hin und das ging ohne Probleme. Ja. Haben wir dann, es ist ja fast alles leer. Ja, das ging gut. Vorsicht, Vorsicht, Balken. Ja, die Dänen waren früher nicht sehr hochgewachsen wahrscheinlich, ne? Das kann sein. Der Wind frischt auf. Und da ist er, Da geht's rein. der Mask Tower. Wenn ihr auf den Turm wollt, müsst ihr euch an der Rezeption eine Eintrittskarte holen und dann könnt ihr hier reingehen. Zack. Für die Kleinen gibt es natürlich auch einen Spielplatz, ne? Ja. Und das ist die Restauration hier mit
mit Außenbewirtschaftung. Ja. Ich habe von der anderen Seite keine Speisekarte gesehen. Ich habe auch noch keinen Hunger, Nora. Oh, ich krieg schon. Aber wir fahren erst mal weiter. Hier, warte mal. Treppe. 146 Stufen aufwärts, 131 Stufen abwärts. 7 Windungen und eine Höhe von 25 Metern. Doppelhelix. Doch, Ich Doppelhelix. habe es doch irgendwo gelesen. Doppelhelix. Doppelhelix, alles klar. Übrigens, Was hier die Doppelhelix ist die Form einer menschlichen DNA. Deshalb kam ich da drauf. genau. Und es gibt einen Fahrstuhl. Wer also nicht zu Fuß hochgehen kann, könnt ihr euch an der Rezeption anmelden und einen Termin vereinbaren. Ja. Dann könnt ihr auch mit dem Fahrstuhl hochfahren. Super. Wo war jetzt Minigolf? Da hinten, das sehe ich schon. Der Dänen liebstes Kind. Ich glaube, der Dänen liebstes Kind ist Minigolf, oder? Ja, ich habe noch nie so viel Minigolfanlagen gesehen wie in Dänemark. Und wunderschön angelegt. Ja. Alles, was ihr zum Minigolfen braucht, könnt ihr euch auch an der Rezeption holen. Das ist jetzt Kunst. Alter, ich finde den Cool, ne? schick. Ach, guck mal, noch ein kleiner Mask Tower. Du hast hier noch mal einen schönen Blick, Nora, auf den Stellplatz. Ja. Das stimmt, nur mal auf die Brücke, da kommst du noch ein bisschen höher. Kleines Wasserspiel. Hier. Ja. Gefällt mir richtig gut. Also wenn ich das so jetzt Revue passieren lasse, die 3 Tage, ich muss ehrlich sagen, so, wenn ich Bock habe auf Voll und Halligalli, dann fahre ich nach Röm zum Übernachten, Oasen zum Beispiel. Und wenn ich Lust habe auf Ruhe, ich bin den ganzen Tag am Strand, zum Beispiel gestern. Es war proppenvoll am Strand und da war ich froh, als wir dann hier zurückkamen und hier unsere Ruhe hatten. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, und du hast Platz, du kannst dich auch Ja. aufbauen. Genau. Es gibt längere Plätze. Hier war einer mit einem richtig großen Liner. Ja. Ich glaube, ein Volkner-Mobil war das. Ja. LKW-Chassis, Bus-Chassis muss Mit man einem sagen. riesenlangen Slide-Out, habe ich auch noch nicht Ja. gesehen. Also je nach Laune. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet Zettel. Heute brauche ich wirklich einen Zettel. Da habe ich einige Daten für euch. Wie schon erwähnt, Wohnmobil Standardplatz ohne Seeblick 145 dänische Kronen, mit Seeblick auch 145 dänische Kronen. Das sind ungefähr 19,44 Euro. Wohnmobilstellplatz mit Terrasse ohne Seeblick, mit Terrasse mit Seeblick etwas teurer, 165 Kronen, das sind 22,12 Euro. Genau. Was haben wir? Ganz wichtig. Also für mich immer wichtig, Waschmaschine und Trockner, jeweils 30 dänische Kronen. Das sind ungefähr 4 Euro. Beim Strom liegen wir bei 87 Cent pro Kilowattstunde. Die Dusche haben sie ein bisschen erhöht. Da auf der Webseite sind es noch 8 dänische Kronen, glaube ich. Jetzt sind wir bei 10 dänischen Kronen, das sind ungefähr 1,30 Euro. Wasser 100 Liter. 3,35 Euro. Na, ihr könnt dann noch da euren Camper waschen. Was hatte ich denn noch hier? Ach ja, das hattest du aber, glaube ich, auch schon gesagt. 10 dänische Kronen auf die Karte müsst ihr Pfand bezahlen. Ja, das Und bekommst du ja wieder. ihr bekommt Ja. einmalig, egal wie lange ihr da seid, am Anfang schon gleich 40 dänische Kronen Verbrauch. Also da geht euer Verbrauch runter, wie Duschen, Wasser auffüllen, Strom. Und ihr könnt zwischenzeitlich auch aufladen. Ihr müsst nur immer nach vorne latschen. So, Das war's für heute vom Mask Camp. Ja. Schön war's.
Ja. Spaß hat's gemacht. Ja. Das Wetter war klasse. Ja. Bis auf den Regen heute Morgen. Gut. Aber jetzt ist es angenehmer als gestern. Ja, ja, es hat sich Jeden Fall. etwas abgekühlt. Ja. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss. Tschüssikowski. Oder wollen wir jetzt Minigolf spielen?